Hey yo, wir sind Thiago und Manu aus der Schweiz und reisen von Nordamerika bis nach Brasilien in Thiagos Heimat. Heute wird's nochmals richtig wild. Wir reisen gemeinsam in die Cordillera Blanca, die höchste Gebirgskette Perus. Es gibt eine Abschleppaktion. Wir quetschen uns mit 19 Tonnen mitten durch eine Andenstadt und erleben nochmals so einiges, womit wir nicht gerechnet haben. Wir sind auf 3400 Meter und wir haben jetzt eine Motorstörung drauf. Wir finden es mega, dass ihr wieder mit uns mitreist. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Wir sind immer noch in den Bergen. Wir haben uns ja mutig hier nach oben gekämpft und darum wollen wir das jetzt auch ein bisschen auskosten. Wir sind an der Cordillera Blanca. Das ist so ein Gebirgszug, der sich hochgetürmt hat auf bis zu 6.500 Metern, wenn nicht noch höher. Und hier gibt es ganz, ganz tolle Lagunen und so eine schauen wir uns heute an. Wir haben uns aber entschieden, nicht mit Biggie da hochzufahren, weil wir haben es immer noch ein bisschen in den Knochen, unsere letzte Fahrt im Duck Canyon. Und darum haben wir uns heute einen Fahrer organisiert, was hier alles ohne Problem in Peru geht. Und der fährt uns da hoch und dann können wir die Fahrt vielleicht ein bisschen mehr genießen und den peruanischen Fahrstil mal im Fahrzeug erleben. Wir haben so viel Rückmeldung bekommen, Thiago, dass du eine richtige Maschine bist, weil du diesen Reifen mit der beschissenen Situation so gut gehandelt hast. Würdest du auch sagen, dass du eine Maschine bist? Ja klar, ich bin eine Riesenmaschine. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, verlinken wir euch das Video hier oben, wie wir den Reifen gewechselt haben. Oder beziehungsweise ich mit deiner mentalen Unterstützung. Das stimmt. Man mag es kaum glauben, Leute, aber diese Straße sind wir mit Biggie gefahren. Die müssen wir auch wieder zurückfahren, weil Ja. wir sind ja auf dem Campingplatz. Aber ich glaube, heute ist ein guter Tag. Ja. Thiago, wie froh bist du, dass du hier nicht hochfahren musst? Ich bin ziemlich froh, muss ich sagen. Ja. Es ist schon wild. Wild und eng. Es wäre wirklich nicht lustig gewesen hier mit unserem LKW. Vor allem wäre es auch nicht lustig gewesen für die ganzen Leute, die hier auch durchfahren müssen. Ja, Ja. sind wir froh, dass wir hier einen Driver haben. Freunde, wir haben es geschafft. Es war ein bisschen anstrengend hier hoch. Aber ihr wisst ja, wir machen nur Wanderungen über 4000 Metern, damit es auch spannend bleibt. So ein toller See. Und
viel schöner als... Nein, das stimmt nicht viel schöner. Aber ein bisschen anders als das, was wir im Bend von Jasper gesehen haben. Weil das Wetter heute ja auch viel besser ist. Also wer noch einen leeren See sucht, sollte nach Peru kommen. So Leute, ich brauche mal eure Hilfe. Ich kann mich irgendwie nicht so motivieren. Und ich möchte mal von euch Supersportlern, Bergsteigern hier in den Kommentaren wissen, was ist eure Motivation? Was findet ihr geil daran, fast zu kotzen, wenn ihr auf 4200 oder 300 Meter hochlauft? Oder sogar die ganz Verrückten, die auf den Mount Everest drauflaufen. Vielleicht haben wir jemanden, der schon einen hohen Berg erklimmen hat. Oder Kilimanjaro, whatever, halt wie die ganzen Berge halt heißen. Ihr merkt, ich bin da nicht so into. Aber lasst bitte mal in den Kommentaren wirklich wissen, was ist die Motivation? Was ist das, was gibt dir das, wenn du das geschafft hast? Weil ich habe es jetzt 2-3 Mal versucht, mir gibt es gar nichts. Deswegen würde mich das sehr interessieren. Und da Thiago bis hier hochgelaufen ist, ist das bestimmt auch ein Abo wert. Falls ihr noch nicht abonniert habt, jetzt wäre wieder ein Zeitpunkt dafür. Weil Thiago ist ab über 4000 Metern. Ja. Ah, no conoce. No. Es lindo, es un glaciar que ya se está por el cambio climático derritiendo. Ajá. Y ahí usted cerquita, aquí estamos. No, Wow. No, vamos en 2 días. Ah, sí, no. Sí, la puedes. Ok, sí. Sí, tranquilo. Schaut mal Leute, hier oben waren wir. Phänomenal. Wir haben ihn gestern kennengelernt, auf demselben Platz wie wir standen, kam er und er musste bereits einmal abgeschleppt werden, genau wegen diesem Problem, glaube ich wegen den Zündkerzen, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er jetzt wieder dasselbe Problem. Excelente. Now you drive a little bit more left so you can drive down, backwards. Good enough. Okay, now you can manage it. Er muss jetzt sein Auto ein bisschen auf die Seite stellen, damit er mit uns zum Mechaniker fahren kann. Nicht, dass das hier im Weg ist, wenn da ein großes Fahrzeug kommt. Es war jetzt ein etwas strengerer Ausflug, als wir gedacht haben. Die Fahrt hoch war schon intensiv,
Die kleine Wanderung, die wir gemacht haben, war auch intensiv, weil einfach hier sind wir auf 2200 Meter und dann auf 4,2 und dann dort den Berg hochwandern. Ja, und jetzt wurde es ziemlich schnell heiß, davor war es kalt. Und beim Runterfahren haben wir den Herrn gesehen, der gestern auf den Campingplatz gekommen ist, der auch hier übernachtet hat, aus Sambia. Nein, Simbabwe. Ja, sein Fahrzeug hat keinen Bank mehr gemacht und dann hat Thiago ihm geholfen und dann haben wir ihn mit runtergenommen. Das Fahrzeug hat er oben gelassen und jetzt muss der einen Abschlepper haben, der ihn oben holt und Thiago hat mit ihm das alles organisiert. Und da haben wir schon gemerkt, es ist also wirklich nicht ganz so geil, wenn man gar kein Spanisch kann, weil ich kann ja auch nicht so viel Spanisch, aber Thiago kann sich sehr gut verständigen und der Herr konnte wirklich gar kein Spanisch und da haben wir das erste Mal gemerkt, wie schwierig das wirklich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht so viel Spaß macht, dann so ein Land so zu bereisen, weil er war wirklich auf Hilfe angewiesen. Die Peruaner haben nicht angehalten und wir sind dann von oben von der Lagune wieder runtergefahren und haben ihn gesehen und haben dann angehalten und dann haben wir eine Lösung gesucht und ihn mitgenommen und dann musste Thiago noch mit ihm mit zum Abschlepper, mit ihm irgendwie übersetzen, machen und tun, also ja, schon nicht so geil, wenn man die Sprache nicht kann. Jetzt gibt es etwas zu essen und hier unten ist schon wieder gefühlt 40 Grad, nein, es ist so 30. Aber die Höhe und die Temperaturunterschiede, die machen uns doch schon etwas zu schaffen. Thiago hat es wieder mit der Höhe. Ja. Wir sind in einem peruanischen Restaurant. Hier schlafen wir auch, weil wir uns ja immer noch am Anklimatisieren sind. Ich zeige euch das mal. Also, die Aussicht ist ja spektakulär. Die Straßen haben es immer noch in sich. Die ist zwar gut asphaltiert, aber sobald man in Dörfer kommt, es ist alles ein bisschen schwierig, aber wir sind jetzt abgehärtet von unserer Tour am Canyon. Und ja, man muss ja so oder so irgendwie durch. Schaut mal, die Kollegin hier, die wird nicht gegessen. Wir haben uns für Schwein entschieden. Ja. Das ist wie so eine Art, in der Schweiz nennen wir das Gerstensuppe. Das ist sehr, sehr lecker. Wie findest du es? Super duper. Was hast du dir Schönes bestellt? Schweinchen. Oh, wow. Richtig gut. Ja, richtig lecker ist das hier. Der nächste Morgen. Thiago wollte den Motor starten, hat ihn auch gestartet. Wir sind auf 3400 Meter und wir haben jetzt eine Motorstörung drauf. Die hatten wir schon mal kurz beim Cotopaxi oben. Ist dann aber wieder verschwunden, als wir wieder weiter runter gefahren sind.
Jetzt sind wir aber eigentlich gar nicht so hoch. Wir sind noch nicht mal auf 4000 Metern, darum ist es komisch. Manchmal sollen gewisse Dinge einfach nicht sein. Wir stehen kurz davor, zum höchsten Tunnel der Welt hochzufahren. Doch unser Scania hat andere Pläne. Und anstatt ihn jetzt da hoch zu quälen, entscheiden wir uns schweren Herzens, umzudrehen und wieder in tiefere Gefilde zu fahren. Oh my goodness. Es steht einfach noch Busse Ja, rechts, hä? Ja, wenn das irgendwie geht. Aber mit dem Gegenverkehr ist jetzt gerade noch schwierig. Aber da geht's, ja. Sind da rein, das macht man nicht an. Ja. Ja. Was ist? Ja, rechts ist gut. Sehr gut. Da vorne wieder rechts. Das soll es gehen, oder? Ja, aber wir müssen zuerst schauen, ob wir kommen. Immer nicht so noch nicht zu wenig weit sind. Okay, wir müssen Ich weiterfahren. Wir müssen nochmal eins geradeaus. Nochmal eins geradeaus und dann Gesagt, rechts. ja. Okay. Aber wir schauen runter, bevor wir abgehen. Ist gut. Also. Ich schaue runter. Ich sehe etwas ganz runter. Disculpa, señor, es no posible para allá. Nein, wir müssen weiter geradeaus. Aber die Brücke ist offen. Ja, jetzt müssen wir eins weiter. Wir schauen jetzt halt bei jedem ab, wenn wir durchkommen. Sobald wir wieder Richtung Küste kommen, begrüßt uns auch der Abfall zurück. Rechts und links der Straße liegt er überall. Immer wieder beobachten wir, wie Menschen ganze Säcke voller Müll einfach aus dem Fenster werfen. Und wir können einfach nicht begreifen, warum mit der eigenen Umwelt so umgegangen wird. Gerade weil Peru landschaftlich so unglaublich viel zu bieten hat, ist dieser Anblick für uns jedes Mal aufs Neue schwer nachzuvollziehen. Gute Nacht, weil es ist noch zu früh am guten Morgen zu sagen. Es ist 2:30 Uhr. Warum wir um 2:30 Uhr wach sind, ist nicht, weil wir heute spezielle Partymäuse sind. Nein. Ja, als letztes habt ihr ja gesehen, dass wir eben eine Motorstörung auf unserem Display hatten im LKW. Kurz vor der Überquerung der Cordillera Blanca, für die wir uns irgendwie eine Woche
anklimatisiert haben, extra dort hochgefahren sind. Und kurz davor mussten wir umdrehen, weil nicht herausgefunden haben, woher diese Motorstörung kommt. Und Thiago wollte es nicht riskieren, hochzufahren, was eine gute Idee war. Für mich war es ein bisschen schwierig. Ich war ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wenn man manchmal irgendwie Dinge unbedingt sehen will und dann steht man kurz davor und dann klappt es nicht, dann habe ich manchmal ein bisschen Mühe damit, aber das gehört wohl dazu. Genau, warum wir jetzt um 2:30 Uhr in der Nacht wach sind, hat damit zu tun, dass wir nach Lima fahren und zu Scania gehen. Ja, und Lima ist wahrscheinlich die Stadt auf der Panamericana, die man eigentlich, wenn es irgendwie geht, umfahren will. Machen auch viele. Viele müssen aber trotzdem hin, weil sie irgendwas am Fahrzeug machen müssen. So wie wir jetzt. Das heißt, wir fahren jetzt ein bisschen früher los, damit wir den Morgen-Traffic umgehen, weil morgens soll es am schlimmsten sein. Ja. Und hier an diesem Platz, wo wir jetzt gestanden sind, konnten wir wirklich nicht gut schlafen. Und darum haben wir jetzt entschieden, wir fahren los. Und hoffen, dass wir Biggie wieder auf Vordermann kriegen. Ich weiß nicht, was Peru gegen uns hat. Läuft nicht so gut zwischen uns im Moment. Wir haben es nach Lima reingeschafft. Ich bin so froh, sind wir in der Nacht gefahren. Wir haben diesen Tipp bekommen von einem sehr, sehr netten Herrn, der hier einen Campingplatz hat, aus Uruguay ist der. Und er hat uns diesen Tipp gegeben, dass wenn wir nach Lima müssen, wir einfach in der Nacht reinfahren sollen, weil sonst herrscht hier auf der Straße wirklich einfach nur pures Chaos. Und dann sind wir so gegen 4 Uhr sind wir hier bei Scania aufgeschlagen. Dann haben wir uns nochmal hingestellt, weil wir wussten, dass es hier erst um 8 Uhr aufgeht. Hier ist schon ein bisschen mehr Betrieb als in Mexiko. Wir sind hier nicht mehr alleine. Dann wurde aber geklopft, so eine Stunde später. Wir können uns hier nicht hinstellen. Und dann haben wir uns anders hingestellt. Und ja, jetzt konnten wir uns mal anmelden. Die haben unsere Pässe einbehalten. Wir wissen jetzt noch nicht genau, was so passiert. Es ist aber auch noch nicht 8 Uhr. Es ist irgendwie 6 jetzt. Dann hoffen wir, sie nehmen sich unserem Problem an und wir können das gut erklären, weil hier scheint schon einiges los zu sein. Das Ding ist, wir machen das auch immer ein bisschen schweizerisch. Wir schreiben davor immer eine Mail, weil wir haben auch gedacht, wir können einen Ölwechsel und so machen. Wir haben aber nie eine Rückmeldung bekommen. Ich glaube, das läuft halt einfach nicht so in Südamerika. Das ist halt wirklich einfach so, man kommt hier vorbei und dann schaut man sich's an. Ja, stay tuned!